Mal dabei? Ja. Wie gefällt es dir bisher? Also eigentlich ist es ziemlich cool. Also deshalb, man macht halt auch wirklich mal was. Nicht immer nur da hocken, die Vorlesungen hören, aber man darf es halt selber anwenden. Das ist einfach echt Okay, cool. kannst du mir Also, mal zeigen? klar. Jetzt werde ich gerade abgeschossen. Ja, das ist das Spielfeld grob. Hier die gelben sind ein paar Sonnen und das blaue sind Planeten. Dann habe ich hier verschiedene Einstellungen für meine verschiedenen Energiesysteme, also zum Beispiel die Engine, wie schnell ich mich fortbewegen kann, oder meine Waffensysteme und meine Schilde einstellen. Ja, dann kann ich einfach hier durch Klick kann ich mich fortbewegen. Haben hier einen Bug gerade gesehen, wo er verschuldet hat. Und ja, das ist jetzt ein anderes Spiel. Das weiß ich jetzt mein Radius, wie weit ich scannen kann, wie weit ich sehe. Dann habe ich hier drüben jetzt vorher noch eine Map eingebaut, wo jetzt einfach alles mitschneidet, was ich erkunde, dass ich es auch später wieder sehen kann. Ja, das ist im Groben hier ein kleiner Chat. Ansonsten ja, mein Avatar, schöne Schildkröte. Ja. Es gibt so Vorbereitungsvideos. Hast du die dir angesehen? Nein. Nein. Nee, aber C# konnte ich schon eigentlich recht gut. Ich habe das daheim schon ein paar Mal verwendet für private Projekte. Von dem her. Das letzte eins habe ich mir angeguckt, das gerade mit diesem Zeichnen sich beschäftigt. Das war ganz informativ, das hat er noch nicht gemacht, aber ja. Sonst die anderen habe ich nicht geguckt. Ja. Okay. Bei dem Spiel morgen wirst du da mitmachen? Ja. Wie schätzt du deine Chancen ein? Ja, ich hoffe, dass ich irgendwie bestehen kann. Weil, wenn man das so sieht, was die anderen schon für Waffensysteme haben und automatisches Zielen und hier Gravitation mit einrechnen, das habe ich alles noch nicht. Ich habe ganz einfach irgendwo hinklicken und dann schieße ich da hin. Und da war es das aber auch schon. Ja, ich hoffe, dass ich irgendwie was reißen kann. Hast du vor, wiederzukommen? Na, wahrscheinlich ist es nicht möglich. Also Studium habe ich schon abgeschlossen, ich bin jetzt gerade akademischer Mitarbeiter und nächstes Jahr im Sommer bin ich halt nicht mehr hier. Deswegen wahrscheinlich nicht, sonst wäre ich wahrscheinlich wieder hier. Weiß nicht, vielleicht kann man mich hier einladen. Okay, Dankeschön. Was ist der Sinn dieses Kurses? Mit dem Kurs sollen Studierende von uns, die schon Programmiersprachen können, die müssen ja ganz viele Programmiersprachen lernen im Verlauf des Studiums, sollen eine weitere Programmiersprache lernen. Und weil sie die vielen anderen schon können, kann ich auf einem Fundament von anderen Programmiersprachen aufbauen, was es mir leichter macht, auf so Kniffe einzugehen, so programmiermäßige Kniffe und nicht mit dem Bodensatz des Programmierens mich beschäftigen zu müssen. Und das kommt dann auch interessanter an bei den Studenten. Wie lange leiten Sie den Kurs mittlerweile? Den Kurs veranstalten wir jetzt im 4. Jahr, wobei wir ihn zweimal im Jahr machen, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Und wir haben in den letzten 4 Jahren, kann man sagen, 2 komplette Überarbeitungen gemacht. Also das ist bei weitem nicht mehr der Kurs, mit dem wir vor 4 Jahren gestartet haben, weil die Technologie sich weiterentwickelt mit der Sprache, die wir hier lernen, und wir konnten neue Sachen mit reinnehmen. Wir haben auch neue, aber in der Praxis nicht eingesetzte Sachen wieder rausgeschmissen. Also in den letzten 4 Jahren hat sich da einiges getan und wir sind auf die Weise immer aktuell. Ist der Kurs denn aufwendiger wie jetzt andere Kurse? Er ist anders als andere Kurse. Also von der Vorbereitung her ja, weil die Studenten sich auch vorbereiten müssen. Die kommen ja meistens in eine Vorlesung und sagen, okay, jetzt hören wir mal zu, was da passiert. Hier haben sie sich vorbereiten müssen, indem sie Videos angeguckt haben, die wir zusammen erstellt haben, wo also der Studierende dann sagen kann, das ist neu für mich, das gucke ich mir nochmal an und spule zurück, oder das kenne ich schon, die haben ja alle schon Programmiersprachen gelernt. Das kenne ich schon, das spule ich jetzt schnell vor, und auf die Weise kann sich jeder seine Zeit selber einteilen und sein Lerntempo optimal einteilen, so wie er das gerade braucht, und kommt dann in die Präsenzphase von dem Kurs optimal vorbereitet. Weshalb ist der Kurs interessanter wie vergleichbare Kurse? Weil das Bodenständige, das aus den anderen Programmiersprachen schon bekannt ist, jetzt in der Vorab-Lernphase schon weg ist. Das heißt, wir können uns wirklich darauf konzentrieren, hier ein interessantes Projekt zu machen, ein Raumschiff zu steuern, zu programmieren und das Weltall, das auf einem fernen Server läuft, mit diesen Raumschiffen zu bestücken. Und da tauchen
Effekte auf, die man bei der Lehre dieser Programmiersprache überhaupt nicht vorhergesehen hat. Weil man, wenn man das wirklich, diese Sprache mal einsetzt, sich viel mehr Gedanken machen muss, als wenn man vorbereitete Vorlesungen kriegt, wo alle Beispiele von vornherein funktionieren. Hier programmiert ja jeder seine eigenen Methoden und Klassen und was auch immer, und die funktionieren halt nicht immer gleich. Und deswegen ist der Lerneffekt hier ein Lerneffekt aus der Praxisphase. Wie schätzen Sie denn die Motivation der Teilnehmer ein? Wir haben Semesterferien, muss ich da mehr sagen. Die Studierenden rücken ihre Freizeit oder die Zeit, die sie normalerweise auch zum Arbeiten verwenden, zum Jobben, um sich ihr Studium zu finanzieren, die rücken das dran, um hier eine weitere Programmiersprache lernen zu können. Und Sie sehen, der Saal ist voll. Wir rücken auch unsere Freizeit dran. Das heißt, hier kommen zwei Begeisterungen aufeinander und insofern ist Motivation ganz toll. Also ich habe vorhin mitbekommen, dass einige zum ersten Mal da sind, wiederum andere zum wiederholten Mal. Wie gehen Sie auf die verschiedenen Voraussetzungen ein? Das ist eine klasse Mischung. Wir haben so ein Fünftel Teilnehmer, die wiederholen. Und die können wir dann sogar didaktisch einsetzen und die lernen dann noch dieses Train the Trainer dabei, die bringen ihren Kommilitonen, die das erste Mal mitmachen, was bei. Selber machen sie das Projekt entweder nochmal und diesmal viel perfekter als beim letzten Mal, oder sie probieren neue Technologien aus, wo man in der Vorlesung nie die Zeit dazu hatte. Und wir haben hier die Chance, dass wir zu zweit jeden Einzelnen betreuen können. Das heißt, bei denen, die es normal läuft, da kümmert sich der Kommiliton drum, und wenn es schwierig wird, dann greifen wir ein und helfen. Und bei denen, die besonders schnell sind, können wir sogar sagen, probier mal das aus, probier mal das aus. Und auf die Weise nimmt jeder so viel mit, wie geht. Und das ist für jeden ein erfreuliches Erlebnis. Okay, vielen Dank. Bitte. Ich habe gehört, ihr seid nicht zum ersten Mal da. Nein, ich war schon bei den letzten paar Kursen mit dabei. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich mich dazu entschieden habe, immer wieder herzukommen. Okay. Da geht es mir genauso. Zu wie viel Mal bist du jetzt dabei? 5. Mal? Kann nicht so kurz gut sein. Ich zähle schon gar nicht mehr. Wie entwickelt ihr Raumschiffe oder entwickeln die sich weiter? Man kann immer wieder neue Features hinzufügen, neue Verbesserungen, und im Prinzip da gibt es so viele Verbesserungsmöglichkeiten. Ja, da können wir auch noch die nächsten 10 Kurse mitmachen. Also seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei? Definitiv. Weil ich eher alles über den Haufen werfen, nochmal neu anfangen, anstatt mein Programm zu erweitern. Kannst du mal zeigen, wie das geht? Also wie du jetzt die Verbesserungsmöglichkeiten, wie du was machst? Ja gut, also Verbesserungsmöglichkeiten wäre jetzt zum Beispiel noch, dass das Raumschiff vom Computer alleine gesteuert wird und dann auch in Schwarm zusammenarbeitet, dass man mehrere Raumschiffe hat, die sich untereinander absprechen und sich unterstützen. Das habe ich jetzt allerdings alles noch nicht drin, also da ist noch Raum nach oben. Und ansonsten muss ich noch an meinen bestehenden Funktionen ein bisschen feilen. Bei dem Spiel morgen macht ihr da mit? Ja. Wie schätzt ihr eure Chancen ein gegen die Neuen? Mit einer Denke guten recht Taktik gut. kann jeder gewinnen. Also ich wäre mir da nicht zu selbstvertraut, aber wenn man das Universum schon gut erkundet hat und viel geflogen ist, dann hat man so seinen Dreh raus, wie man mit dem Schiff, das man jetzt gebaut hat, ungefähr am besten klarkommt. Und wenn dann jemand irgendeine Schwachstelle hat, zum Beispiel eine automatische Verteidigung, die komplett durchdreht, wenn zu viel rumfliegt, dann hat man den recht leicht. Also ich denke mal, da werden wir schon noch recht gut klarkommen. Wobei auch durchaus Teilnehmer dabei sind, die konkurrenzwürdig sind. Okay, Dankeschön.
gezeichnet oder nichts? Ja, gezeichnet. das ist hier nur für das. Da bin ich auch noch nicht drauf gekommen. Okay. Das ist ja nur ein anderer Weg, bis ich auf. Die Pizza stellen wir da hin, muss ich sagen. Das ist